Moralisches Handeln ist für Schopenhauer Handeln aus Mitleid. Um moralisch handeln zu können, muss der Mensch seinen angeborenen Egoismus und damit die Grenze zwischen sich selbst und anderen Lebewesen überwinden. Was Schopenhauer unter Mitleid versteht, warum nur Handeln aus Mitleid moralischen Wert hat und wie sich Schopenhauers Ethik von der Ethik Kants unterscheidet, erfährst du in diesem Video. Schopenhauer formuliert seine Ethik im 4. Buch seines Hauptwerks Die Welt als Wille und Vorstellung, vor allem aber in der Preisschrift über die Grundlage der Moral. Aufgabe der Ethik ist für Schopenhauer, menschliches Handeln zu deuten und zu erklären. Im Gegensatz zu Kant will er keine moralischen Gebote oder Imperative formulieren, sondern das Phänomen der Moral beschreiben. Eine solche Ethik nennt man deskriptive Ethik. Schopenhauer sucht nach der psychologischen Grundlage menschlicher Handlungen und stellt sich die Frage, was motiviert menschliches Handeln? Laut Schopenhauer ist menschliches Handeln von 3 Triebfedern motiviert. Menschen handeln entweder aus Egoismus, aus Bosheit oder aus Mitleid. Diese Triebfedern unterscheiden sich durch das Objekt ihres Wollens. Der Egoismus will das eigene Wohl, die Bosheit will das fremde Leid, das Mitleid will das fremde Wohl. Betrachten wir diese 3 Triebfedern einmal genauer. Egoismus ist laut Schopenhauer die hauptsächliche Triebfeder menschlichen Handelns. In ihm drückt sich der Wille zum Leben unmittelbar aus. Als blinder, dumpfer Trieb strebt der Wille zum Leben nur nach seiner eigenen Selbsterhaltung und Steigerung. Da jeder Mensch nur seiner selbst unmittelbar bewusst ist, existieren andere Menschen oder Lebewesen bloß als Objekte seiner Vorstellung. Dementsprechend macht sich jeder Mensch zum Mittelpunkt der Welt und bezieht alles auf sich und sein eigenes Interesse. Jeder Mensch möchte daher zuallererst seinen eigenen Schmerz vermeiden und sein eigenes Wohlergehen herbeiführen. Der Egoismus ist seiner Natur nach grenzenlos. Er strebt nach immer mehr. Alles, was ihn behindert, will er vernichten. Die Maxime des äußersten Egoismus lautet: Hilf niemandem, vielmehr verletze alle, wenn es dir gerade nützt. Könnte der Egoismus ungehindert wirken, würde dies zu einem Krieg aller gegen alle führen. Der Staat verhindert durch äußere Gewalt die negativen Folgen eines grenzenlosen Egoismus. Er verhindert, dass Menschen sich gegenseitig schaden. Doch selbst wenn egoistisch motivierte Handlungen andere Menschen nicht verletzen, haben sie keinen moralischen Wert. Egoismus und moralischer Wert schließen sich für Schopenhauer aus. Dementsprechend haben nur sehr wenige menschliche Handlungen echten moralischen Wert, denn selbst wenn sie auf den ersten Blick selbstlos erscheinen, sind sie in Wahrheit, zumindest teilweise, egoistisch motiviert. Anderen Menschen nicht zu schaden, weil man eine Strafe fürchtet, ist ebenso wenig moralisch wie ihnen zu helfen, weil man eine Belohnung erwartet. Beide Taten sind von Egoismus motiviert. Dabei ist es unerheblich, ob die Strafe bzw. Belohnung im Diesseits oder im Jenseits wartet und von irdischen oder überirdischen Mächten stammt. Die zweite Triebfeder, die menschliches Handeln motivieren kann, ist die Bosheit. Im Gegensatz zum Egoismus ist bei der Bosheit das Leiden anderer Menschen nicht nur Mittel zum Zweck, sondern Zweck an sich. Die Bosheit will das fremde Leid. Bosheit und Grausamkeit drücken damit eine höhere Form moralischer Schlechtigkeit aus als Egoismus. Die Maxime der Bosheit lautet: Verletze alles, so sehr du kannst. Sowohl beim Egoismus als auch bei der Bosheit handelt es sich um antimoralische Triebfedern. Eine moralische Handlung muss frei von Egoismus und selbstverständlich auch frei von Bosheit sein. Um moralisch handeln zu können, muss der Mensch also seinen angeborenen Egoismus überwinden und das fremde Wohl wollen. Nur wenn der Handelnde statt des eigenen Wohls das Wohl eines anderen will und das Wohl des anderen sogar über sein eigenes stellt, handelt er moralisch. Ein solches Handeln gelingt nur durch Mitleid. Für Schopenhauer besitzen nur Handlungen aus reinem Mitleid, denen keine egoistischen Motive beigemischt sind, echten moralischen Wert. Die einzige Triebfeder moralischen Handelns ist also Mitleid. Nur Mitleid kann die antimoralischen Triebfedern des Egoismus und der Bosheit überwinden. Die Maxime des Mitleids und damit der oberste Grundsatz von Schopenhauers Ethik lautet: Verletze niemanden, vielmehr hilf allen, soweit du kannst.
Wenn ich Mitleid habe, liegt mir das Wohl des anderen unmittelbar am Herzen. Mitleid motiviert mich unmittelbar, das Leid des anderen zu verhindern oder zu beenden. Im Mitleid identifiziere ich mich mit dem Leid des anderen und überwinde damit die Grenze zwischen Ich und Nicht-Ich. Doch wie ist Mitleid überhaupt möglich? Wie kann sich ein Mensch mit einem anderen so sehr identifizieren, dass die Grenze zwischen Ich und Nicht-Ich aufgehoben wird? Der Mensch kann die Grenze zwischen sich und anderen Lebewesen nur überwinden, indem er die Weltstruktur durchschaut und begreift, dass derselbe Wille zum Leben in allen Lebewesen wirkt. Die Erkenntnis, dass alle Lebewesen Ausdruck ein und desselben Willens zum Leben sind, hebt den scheinbaren Unterschied zwischen mir selbst und den anderen Lebewesen auf denen mein Egoismus beruht. Das Durchschauen der Weltstruktur hat bei Schopenhauer also auch einen moralischen Aspekt, indem der Mensch erkennt, dass alle Lebewesen Erscheinungen eines und desselben Willens sind, erkennt er gleichzeitig, dass das Leiden der anderen immer auch das eigene Leiden ist. Aus dieser Erkenntnis empfindet er unmittelbar Mitleid mit anderen, er kann sich in das Leid anderer hineinversetzen, hat Anteil am Leiden anderer und überwindet damit den Egoismus und die Bosheit. Im Mitleid identifiziert sich der Mensch mit dem anderen, überwindet die Kluft zwischen Ich und Nicht-Ich und erkennt das eigene im Fremden. Mitleid ist bei Schopenhauer also keine Norm, die der Mensch befolgen muss, sondern eine Fähigkeit, die der Mensch als Verkörperung des Willens hat. Mitleid beruht nicht auf Religion, Dogmen, Mythen, Erziehung oder Bildung, sondern liegt in der Natur des Menschen selbst. Wir können tatsächlich das Leiden eines Menschen und sogar eines Tieres mitempfinden. Der andere Mensch und auch das Tier sind nämlich, wie wir selbst, nur eine Verkörperung des Willens. Mitleid ist bei Schopenhauer aber auch kein bloßes Gefühl, sondern eine längerfristige Haltung oder Einstellung. Damit ist Mitleid nicht an die anschauliche Gegebenheit menschlichen Leidens gebunden. Mitleid kann sich auch auf entferntes oder zukünftiges Leid beziehen und uns daher nicht nur zur Aufhebung, sondern auch zur Verhinderung des Leidens motivieren. Der Mensch kann auch mit Tieren Mitleid empfinden, denn auch Tiere sind nichts anderes als eine Objektivierung des Willens. Es gibt keine prinzipiellen Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Dass der Mensch auch mit Tieren mitfühlen kann, liegt an unserer metaphysischen Wesensgleichheit. Mensch und Tier sind beide Verkörperungen des Willens und damit Brüder im Leiden. Deshalb löst Tierquälerei auch eine so große Abscheu in Menschen aus. Wer gegenüber Tieren grausam ist, kann laut Schopenhauer kein guter Mensch sein. Er schreibt: Der Mensch wird inne, dass der Unterschied zwischen ihm und anderen nur einer vergänglichen, täuschenden Erscheinung angehört. Er erkennt, dass das an sich seiner eigenen Erscheinung auch das der Fremden ist, nämlich jener Wille zum Leben, welcher das Wesen jeglichen Dinges ausmacht und in allem lebt. Ja, dass dieses sich sogar auf die Tiere und die ganze Natur erstreckt. Daher wird er auch kein Tier quälen. Er ist jetzt zu wenig imstande, andere darben zu lassen, während er selber Überflüssiges und Entbehrliches hat, wie irgendjemand einen Tag Hunger leiden wird, um am folgenden mehr zu haben, als er genießen kann. Da aus Schopenhauers Mitleidsethik die direkte moralische Berücksichtigung von Tieren folgt, gilt er als Begründer der Tierethik. Schau dir gerne mein Video Schopenhauer Tierethik an, wenn dich das Thema genauer interessiert. Die beiden Kardinaltugenden Gerechtigkeit und Menschenliebe leiten sich unmittelbar aus dem Mitleid und dem obersten Grundsatz der Ethik ab. Schopenhauer nennt sie Kardinaltugenden, weil sich aus ihnen alle anderen Tugenden ergeben. Die Maxime des Mitleids und der oberste Grundsatz der Ethik lautet: Verletze niemanden, vielmehr hilf allen, soweit du kannst. Gerechtigkeit bedeutet für Schopenhauer, das Leid anderer Menschen zu verhindern. Der Grundsatz der Gerechtigkeit lautet daher: Verletze niemanden. Dieser Grundsatz verbietet, anderen Menschen körperliche oder geistige Leiden zu verursachen. Grundsätze und abstrakte Erkenntnisse sind für Schopenhauer zwar nicht Quelle der Moralität ist allein das Mitleid, sie helfen aber dabei, uns gegen die antimoralischen Triebfedern des Egoismus und der Bosheit zu wehren, vor allem wenn diese sich als starke Affekte ausdrücken. Mitleid bleibt die Urquelle der Gerechtigkeit.
Durch die Identifikation mit dem Leidenden, die Vorstellung seiner Sorge, seines Schmerzes, seines Leids, verhindert Mitleid, dass wir andere Menschen aus Bosheit oder aus Egoismus verletzen. Menschenliebe hingegen bedeutet, dem anderen aktiv etwas Gutes zu tun. Die Menschenliebe hat den Grundsatz: Hilf allen, soweit du kannst. In der Tugend der Menschenliebe bewirkt das Mitleid nicht nur, dass ich andere nicht verletze, sondern sogar, dass ich ihnen aktiv helfe. Alle wohltätigen Handlungen, die nicht egoistisch motiviert sind, entstehen aus Menschenliebe. Als Beispiel für eine Handlung aus Menschenliebe nennt Schopenhauer unter anderem die Abschaffung der Sklaverei in den britischen Kolonien. Wenn Mitleid aber die Grundtriebfeder uneigennütziger Gerechtigkeit und Menschenliebe ist, warum gibt es dann so einen großen Unterschied im Verhalten der Menschen? Schopenhauer führt diesen Unterschied auf den Charakter des Menschen zurück. Dieser ist angeboren und unveränderlich. Er schreibt: Dem Boshaften ist seine Bosheit so angeboren wie der Schlange ihre Giftzähne und Giftblase, und so wenig wie sie kann er es ändern. Die drei ethischen Grundtriebfedern des Menschen, Egoismus, Bosheit und Mitleid, sind in jedem Menschen in einem anderen, völlig verschiedenen Verhältnis vorhanden. Dementsprechend anders wirken die Motive auf unterschiedliche Menschen ein und dementsprechend anders sind ihre Handlungen. Ethik ist laut Schopenhauer nicht in der Lage, den Charakter der Menschen zu ändern. Sie kann lediglich durch Vermehrung der Einsicht, durch Belehrung über die Verhältnisse des Lebens, die Wahl der Mittel und damit das Handeln ändern, nicht aber das Ziel des Handelns, also das Wollen. Er schreibt: Man kann das Handeln umgestalten, nicht aber das eigentliche Wollen. Man kann nicht das Ziel verändern, dem der Wille zustrebt, sondern nur den Weg, den er dahin einschlägt. Belehrung kann die Wahl der Mittel ändern, nicht aber die der letzten, allgemeinen Zwecke. Diese setzt jeder Wille sich seiner ursprünglichen Natur gemäß. Man kann dem Egoisten zeigen, dass er durch Aufgeben kleiner Vorteile größere erlangen wird, dem Boshaften, dass die Verursachung fremder Leiden größere auf ihn selbst bringen wird. Aber den Egoismus selbst, die Bosheit selbst, wird man keinem ausreden, so wenig wie der Katze ihre Neigung zum Mausen. Obwohl Schopenhauer Kant sehr schätzte, kritisierte er vor allem dessen Ethik scharf. Die Preisschrift über die Grundlage der Moral besteht zu einem Großteil aus einer Kritik an Kants Ethik. Am Ende des Videos möchte ich daher die beiden Ethiken gegenüberstellen und auf einige Kritikpunkte näher eingehen. Schopenhauer und Kant vertreten beide eine Gesinnungsethik. Nur die Motivation der Handlung kann Aufschluss über ihre Moralität geben. Während bei Kant nur Handlungen aus Pflicht moralisch sind, haben bei Schopenhauer nur Handlungen aus Mitleid moralischen Wert. Daraus folgen völlig unterschiedliche Imperative. Kants kategorischer Imperativ lautet: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Schopenhauers Grundsatz der Moral lautet: Verletze niemanden, vielmehr hilf allen, soweit du kannst. Kant vertritt eine normative, imperativische Ethik, welche bestimmte Forderungen an das Handeln stellt. Damit eine Handlung moralisch ist, muss die Handlungsmaxime mit dem kategorischen Imperativ übereinstimmen. Schopenhauer leugnet, dass es eine solche imperativische Ethik geben kann. Begriffe wie Sollen, Gesetz, Gebot, Pflicht und so weiter stammen seiner Ansicht nach aus der theologischen Ethik. Kants Versuch, die Theologie aus der Moral zu entfernen, hält er für gescheitert. Das angeblich von Gott unabhängige Moralgesetz basiert in Wahrheit immer noch auf einer theologischen Begründung. Normative Forderungen wie Gesetze und Gebote basieren stets auf der Androhung von Strafe und dem Versprechen von Belohnung. Ein solches Handeln ist egoistisch motiviert und damit nicht moralisch. Zudem bestreitet Schopenhauer, dass abstrakte Begriffe und weltfremde Formeln wie Pflicht oder kategorischer Imperativ in der realen Welt eine ausreichende Handlungsmotivation bieten können. Eine Ethik kann laut Schopenhauer daher niemals normativ, sondern nur deskriptiv verfahren. Sie hat nicht die Aufgabe, den Menschen zu sagen, wie sie sich verhalten sollen, sondern zu beschreiben, wie sie sich tatsächlich verhalten. Die Grundlagen der Moral müssen vollständig aus der menschlichen Natur heraus erklärt werden. Während Kant alle Bereiche der menschlichen Erfahrung ausklammert und seine Ethik rein formal und vernünftig begründet, bezieht Schopenhauer gerade menschliche Erfahrungen und echtes menschliches Handeln ein.
Der Mensch wird laut Schopenhauer vor allem von Egoismus gelenkt. Damit ist er immun gegen philosophische oder theologische Belehrungen. Die Triebfeder für moralisches Handeln muss real sein und aus der menschlichen Erfahrung stammen. Reine abstrakte Begriffe a priori ohne realen Gehalt und ohne jede empirische Grundlage können nicht gegen die antimoralischen Triebfedern des Menschen wirken. Nur Mitleid, die Fähigkeit, das Leid anderer Lebewesen zu teilen, kann als Handlungsmotivation und damit als Grundlage der Moral dienen. Nur Mitleid kann Egoismus und Bosheit besiegen. Nur Mitleid ermöglicht Handlungen von moralischem Wert und Tugenden wie Menschenliebe und Gerechtigkeit. Heute wissen wir aus der Hirnforschung, dass Mitleid bzw. Empathie durch neuronale Prozesse ermöglicht wird. Die sogenannten Spiegelneuronen reagieren, wenn wir andere Menschen leiden sehen und setzen dieselben Hirnprozesse in Gang, als würden wir selbst leiden. Neurowissenschaftler und Empathieforscher untersuchen, welche weiteren Prozesse und Bedingungen an der Entstehung von Mitleid beteiligt sind, wann und weshalb wir also mit anderen Wesen mitfühlen und wann nicht. Was hältst du persönlich von Schopenhauers Mitleidsethik? Schreibe deine Meinung sehr gerne in die Kommentare. Mit dem Quizlet-Lernset Schopenhauers Mitleidsethik kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!